Herzlich willkommen zurück zu KMKIGV. Diese Abkürzung steht für kompliziert mit KI Geld verdienen. Eine komische Abkürzung, ich weiß, aber in dieser Serie geht es darum, dass wir zusammen ein Software-as-a-Service-Produkt transparent bauen, welches den Namen Loconify trägt. Loconify ist ein KI-Bildgenerator, welcher in der Lage ist, Logos, Icons und Illustrationen auf Basis eurer Wörter in Sekundenschnelle zu erstellen. Ziel dieser Serie ist es also, transparent zu zeigen, wie man das Ganze macht, bzw. was man alles bedenken muss. Und falls du keine weiteren Folgen dieser Serie mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Und falls dir dieses Video gefällt, dann gib doch gerne einen Daumen nach oben. Der aktuelle Stand ist, dass wir letzte Woche Mittwoch das ganze Produkt gelauncht haben und ich euch aufgefordert habe, dieses zu testen und mir Feedback zu geben. Und das habt ihr auch gemacht. Von daher sehr, sehr vielen Dank dafür. Wie bei jedem Launch gibt es natürlich Sachen, die gut gelaufen sind und natürlich auch Sachen, die schlecht gelaufen sind. Aber dazu später mehr. Ebenfalls werden wir später noch die Frage klären, ob wir damit jetzt diesen ersten magischen Euro verdient haben. Von daher, lass uns direkt loslegen. Zuerst einmal nochmal vielen Dank für das Feedback unter dem letzten Video. Das hat mir sehr gut gefallen und euch hat auch dieser Name Loconify sehr gut gefallen, dass er ein bisschen außergewöhnlich ist und vielleicht auch im Kopf bleibt. Von daher vielen Dank. Und was natürlich auf Basis des Feedbacks passiert ist, dass ich ein paar Änderungen vorgenommen habe. Besonders der User Faber hat mir hier ein bisschen Kritik dazu geschrieben, dass es mobil noch ein bisschen hakelig ist und dass noch ein paar Fehlermeldungen kommen, die nicht so gut waren. Dies habe ich natürlich gegengecheckt und geguckt, okay, was passiert hier eigentlich, und habe festgestellt, dass es tatsächlich ein paar Fehler noch in dem Ding drin sind und habe die natürlich versucht, möglichst gut zu fixen. Ein spezifischer Fehler, den ich hier besonders hervorheben möchte, ist, dass im Hintergrund eine Bad Word API angesprochen wird. Und ein User hat versucht, das Wort Beach sozusagen reinzugeben, um daraufhin ein Logo, Icon, whatever zu erstellen. Und da hat mir die Bad Word API, die ich dort verwende, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn es hat angenommen, dass das Wort Beach eine Abwandlung von dem Wort Biatch ist und von daher ist es nicht durchgegangen. Das ist natürlich schlecht und von daher habe ich geschaut, okay, wie kann ich das Ganze umschiffen? Ich habe noch nicht die finale Lösung dafür gefunden, aber ich habe es erstmal angepasst, sodass der User überhaupt mitbekommt, dass das gerade nicht funktioniert bzw. eine bessere Fehlermeldung angezeigt bekommt. Denn warum mache ich das Ganze? Also warum verwende ich überhaupt so eine Bad Word API im Hintergrund? Denn ich möchte natürlich keine Bilder generieren lassen, die irgendwelche profanen Sprachen enthalten bzw. irgendwelche Wörter, die nicht so schön sind, sage ich mal so. Von daher möchte ich diese Bilder nicht generieren und vorher herausfiltern. Außerdem habe ich natürlich ein paar mobile Anpassungen gemacht. Es ist immer noch nicht perfekt, aber das Problem liegt halt eher an meinem Programmierstil, dass ich ja eher von Desktop programmiere und dann runtergehe auf Mobile, und das sollte ich mal schleunigst überdenken, diese Art und Weise, wie ich das Ganze programmiere. Außerdem müsst ihr verstehen, dass ich habe ein anderes iPhone mit einer anderen Auflösung, dort sieht es dann wieder anders aus, beziehungsweise in meinem Fall für mich korrekt. Aber es gibt natürlich dann auch wieder andere iPhones bzw. andere Android-Handys, die eine ganz andere Auflösung haben und dann sieht es überall verschieden aus. Also der Aufwand, um sowas wirklich auf jedem Device responsive zu haben, bzw. mobil, ist halt enorm und man muss halt immer wieder schauen, nachgucken, nachprüfen. Von daher war es super, dass du mir angegeben hast, dass du ein iPhone 11 benutzt. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Kommen wir nun zu der Frage, habe ich schon einen Euro verdient? Und dazu muss ich erstmal ein bisschen was ausholen. Ich habe natürlich probiert, selber mein Produkt zu kaufen, habe mir auch so einen kleinen Discount gegeben und habe dann auf einmal festgestellt, dass es gar nicht funktioniert am Mittwoch. Das heißt, wenn das jemand gekauft hätte am Mittwoch, 2 Stunden nachdem ich das Video rausgehauen habe, dann wäre das nicht gegangen. Das ist natürlich ein massives Problem, was ich vorher nicht getestet habe. Von daher muss ich da schnell agieren und es selber sozusagen erstmal selber ausprobieren, drauf kommen, dass es gar nicht funktioniert
und natürlich dann auch einen Fix bauen, der das Ganze dann löst. Das Ganze habe ich dann auch möglichst schnell gemacht. Ich habe mich selber sehr, sehr doll dabei gestresst, aber im Endeffekt funktioniert es jetzt, dass wenn man jetzt auf den Kaufen-Button geht, diesen Kaufprozess durchläuft, dann kriegt man am Ende des Tages auch die Credits gut geschrieben. Vorher war das nämlich nicht der Fall. Ja, das war sehr stressig und damit auch schon die Antwort: Habe ich schon einen Euro verdient? Ja, ich habe mein Geld sozusagen verdient, aber das war ja nur zu Testzwecken. Trotzdem hat noch jemand anderes mein Produkt gekauft, von daher geht da vielen, vielen Dank an denjenigen raus, der das Ganze gekauft hat. Und darüber gehen wir jetzt auch, nämlich die Preisgestaltung für mein Produkt. Was kostet überhaupt mein Produkt? Und ich möchte euch einfach mal fragen, was ihr dazu sagt. Also für 15 Euro plus Mehrwertsteuer, sind glaube ich 17 Euro irgendwas, kriegt ihr 50 Credits und diese 50 Credits braucht man auch, um sozusagen ein gutes Endresultat zu erstellen. Ein User hat hier versucht, diesen Beach-File zu kreieren, ein Logo, eine Illustration daraus zu generieren und da sind nicht so wirklich gute Ergebnisse rausgekommen. Ich kann euch das ja mal ein bisschen zeigen. Das heißt, meine App bzw. mein eigener Kritikpunkt an meiner eigenen Applikation ist es, dass man nicht mit dem ersten Versuch wirklich ein gutes Ergebnis bekommt, sondern man muss ein bisschen rumprobieren bzw. die Eingabe der Wörter ein bisschen verschieben bzw. detaillierter sein, um ein wirklich gutes Ergebnis zu bekommen. Und das hat natürlich die Folge, dass man ein bisschen rumprobieren muss und dadurch braucht man natürlich auch ein paar mehr Credits. Also meine Frage an euch ist, sollte ich das noch deutlich klarer machen? Ich habe ja so eine Anleitung geschrieben, dass man ein bisschen was rumprobieren soll und was die Best Practices sind. Und was sagt ihr zum Preis, dass man halt für 50 Credits 17 Euro irgendwas bezahlt? Ich werde natürlich planen, auch noch ein paar Discount-Codes in der Zukunft herauszuhauen, sodass es dann günstiger ist. Und das natürlich dann mit dem Marketing verknüpfen. Das heißt, wenn ich das auf gewissen Seiten promote, dass ich dann gleich einen Discount-Code mit angebe. Und da sind wir dann auch schon bei, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Was sind die Punkte, die jetzt offen sind? Natürlich geht es immer weiter, das Produkt zu verbessern, zu optimieren und allgemein auf den ganzen verschiedenen Devices zum Laufen zu bringen und dass der User versteht, was er da eigentlich macht und am Ende des Tages ja auch die Conversion Rate zu erhöhen, dass es mehr Leute auf die Seite zieht und die Leute natürlich dann auch gewillt sind, Geld auszugeben für das Produkt. Wie kriegt man die Leute auf die Seite? Das passiert natürlich durch Marketing. Und wie kriegt man Marketing-Sachen? Ja, man kann es natürlich organisch probieren oder man nimmt die Bezahlversion. Also was sind meine Pläne für Marketing, die umsonst sind? Dafür gibt es Product Hunt, es gibt Indie Hackers, es gibt natürlich TikTok, gibt es natürlich auch, andere Social Media. Ich sag mal, dieses YouTube-Video ist ja auch schon ein bisschen in diese Art von organischer Werbung. Von daher ist es ja auch eine gute Idee, das hier zu dokumentieren, gar keine Frage. Aber um noch mehr Leute zu erreichen, man muss natürlich ein paar andere Channels noch verwenden, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um noch mehr Leute auf die Seite zu bekommen. Und dann kann man natürlich testen, okay, wie gut ist die Conversion Rate, dass jemand, der auf die Seite kommt, oder wie häufig prozentual meldet sich dann ein User an und wie häufig von den angemeldeten Usern kaufen dann das Produkt. Also das sind dann Daten, die man dazu braucht und die muss man natürlich auch sammeln, um dann eine Auswertung zu fahren und gewisse Tests zu machen. Zum Beispiel hast du von dem A/B-Test schon vielleicht gehört, wo man dann 2 verschiedene Versionen online stellt und guckt, welche performt jetzt besser. Das sind so alles Dinge, die jetzt noch anstehen, aber erstmal gilt es, das Produkt noch ein bisschen zu schleifen, zu polieren, sodass es dann besser ist. Außerdem ist für das Marketing auch ganz, ganz wichtig und heutzutage auch relativ einfach gemacht, SEO, also Search Engine Optimization. Und wie kann man das am besten erreichen? Indem man Blogartikel schreibt. Und was soll in diesen Blogartikeln drinstehen? Das ist so ein kleiner Marketing-Hack, den ich gelernt habe. Und zwar guckt man sich seine Konkurrenten an. Was machen diese? Was kosten die Konkurrenten? Und was können diese Konkurrenten? Und dann schreibt man einen Vergleichs-Blogpost. Das heißt, Leute, die nach Image- oder AI-Logo-Generator, Alternatives oder Alternativen gucken, die muss man dann halt durch diesen Blogpost auf seine Seite bringen, wo sie dann lesen können, okay,
das und das ist bei dem Konkurrenten enthalten, das und das kostet der Konkurrent und ja, mein Produkt ist in dem Fall besser, es ist günstiger oder was auch immer, halt die Benefits aufzählen und diesen User dann dazu leiten, sich anzumelden und das Produkt zu kaufen. Das ist eine gute Strategie, um sozusagen von dem organischen Suchverhalten eines Users zu profitieren und ihn von meinem Produkt zu überzeugen. Jo, das war jetzt schon wieder ein bisschen sehr viel Input vielleicht. Das wird auf jeden Fall jetzt alles angegangen. Es ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was ich hier jetzt sage, weil ich muss das natürlich auch in einer Woche umsetzen können. Das ist jetzt aktuell ein bisschen schwierig, aber gut, ich werde das schon irgendwie schaffen. Von daher, falls dir dieses Video gefallen hat, dann gib doch gerne einen Daumen nach oben, falls du irgendwas mitgenommen hast. Und falls du keine weiteren Folgen dieser Serie mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne den Kanal. Und wenn du jetzt hier klickst oder da, dann kriegst du ein vorgeschlagenes Video. Von daher, ich bin der Nat von Simple KI und ich bin jetzt hier raus. Bis dahin, ciao.